Wir sind auf der Anfahrt zum Caravansalon nach Düsseldorf. Waren jetzt noch auf der Autobahn und ja, vor 19 Uhr können wir ja nicht den Parkplatz P1 befahren. Deshalb haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben jetzt 18:30 Uhr. Mal schauen, wie es wird, wenn wir da ankommen. Man kommt meistens nicht vorher rein. Aber lassen wir uns überraschen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir können gleich rauffahren. Soll auch teilweise sich zurückstauen. Wir haben Leute geschrieben, Camper geschrieben, dass sie teilweise mehr als eine Stunde gebraucht haben, bis sie ihren Parkplatz erreicht haben. Gleich geht es dann weiter. Ja, jetzt haben wir gleich das Ziel erreicht. Messe Arena Düsseldorf. Hier biegen wir jetzt ab. Wir fahren die Spuren mit Reservierung. Oh ja, da kommen wir hier an. Ja, jetzt staut sich das Ganze hier, war aber vorauszusehen. Mal schauen. Fahren wir vielleicht mal in der mittleren Spur weiter. Ich hatte schon im Juli 2 Tage hier einen Parkplatz reserviert. Es ist Dienstag und ca. 19 Uhr. Hi, schön euch zu sehen. Ja. Das ist natürlich schön, man trifft immer wieder bekannte Gesichter. Bei so vielen Wohnmobilen, die hier stehen auf den Parkflächen, ist das natürlich kein Wunder. Insgesamt hat die Messe Düsseldorf hier 12.000 Parkplätze, davon bestimmt einige tausend für Wohnmobile. Von der Einfahrt zum P1 bis wir unsere Parkfläche erreicht haben, hat es circa 1 Stunde gedauert. Strom gibt es auf diesen Plätzen nicht. Ich weiß nicht, ob das neu ist. Jetzt stehen hier Dixie-Toiletten. Dort kann man seine Kassette ausschütten. Das habe ich in den Vorjahren so nicht gesehen. Bin aber nicht sicher, ob das nicht schon vorher auch so war. Wir stehen im Bereich Süd, Feld 5 und auch Reihe 5. Wir haben es nicht sehr weit bis zu den Shuttlebussen, die dann zum Messegelände fahren. Wir haben den Abend dann ruhig ausklingen lassen, damit wir am nächsten Tag fit für die Messe sind. Morgens um 10 eröffnet die Messe. Wir sind meistens 9:15 da. Dann staut sich das nicht mehr so, sonst ist vor den Eingängen immer viel los und man muss ohnehin warten. Also ist besser, man kommt vielleicht erst um 10:30 hier an. Wir haben uns vorher so ein kleines Programm gemacht, welche Stände wir besuchen wollen, was uns interessiert. Und da führt uns der Weg als erstes natürlich zu unserem Hersteller Vario Mobil. Dort wollen wir einige Fragen stellen zu unserem Mobil und darüber werde ich jetzt gleich berichten. Wir hatten hier einen Termin abgesprochen und so werde ich gleich hier mit Heiko Hülsmann sprechen. Ich stehe auf dem Stand der Firma Vario Mobil. Ist ja auch der Hersteller von unserem Vario Star 800. Unseren Vario Star haben wir jetzt fast ein Jahr, haben da 270 Tage drin gelebt und gefahren damit, haben 18.000 Kilometer zurückgelegt und ja, sind im Großen und Ganzen damit zufrieden. Es gab natürlich auch das eine oder andere Problem. Darüber möchte ich gleich mit dem Hersteller sprechen, und zwar mit Heiko Hülsmann. Ich hoffe, dass er hier gleich dazu kommt und der soll mir dann Rede und Antwort stehen zu Dingen, die ich ihn befragen möchte. Ja, ich sehe, er kommt. Hallo. Hallo Heiko. Guten Morgen. Guten Morgen, wie geht es dir? Ja, ich bin noch ein bisschen schwerfällig heute Morgen. Gestern war Ausstellerabend im Freigelände. War ein sehr schöner Abend. Man trifft nette Leute und ich muss noch ein bisschen an mir arbeiten heute Morgen. Ging ein bisschen länger. Ging ein bisschen länger, wurde später. Ja. Das ist immer Tradition hier auf der Messe, dass glaube ich draußen dann, dass dort dann so eine Veranstaltung stattfindet. Ja. Da sind aber nur die Aussteller beteiligt. Das ist Ausstellerabend, so heißt dieser Abend und ist ganz toll gemacht, da stehen Foodtrucks und du kannst dir verschiedene Sachen holen, Getränke natürlich, alles Mögliche. Da ist eine Bühne aufgebaut, wo dann eine Band spielt, eine Liveband spielt. Ne, ist immer klasse, macht immer Spaß. Ja. Darüber wollen wir eigentlich nicht berichten, sondern es geht mehr um unser Fahrzeug. Und wir haben ja jetzt ein Jahr damit zurückgefahren und sind da unterwegs gewesen. Schon gesagt, 18.000 Kilometer jetzt auf dem Tacho. Jetzt gab das eine oder andere Problemchen ja mit dem Fahrzeug. Keine Riesengeschichten, aber was eben gravierend war, war die Heizung, dass die nach einem halben Jahr nicht mehr in Ordnung war, dass sie kaputt war.
Und ja, da war ich so ein bisschen, also von eurer Seite war das in Ordnung, wie ihr das Ganze gehandelt habt. Wir haben ja gemeinsam dann bei Alde einen Termin gemacht, haben dort dann eine neue bzw. Heizung ist repariert worden. Jetzt ist dieser Fehler ja nicht nur bei uns aufgetreten, in unserem Wohnmobil, sondern in vielen. Ich kenne mehr als 10 Leute, bei denen das auch passiert ist. Jetzt gibt es kaum eine Stellungnahme vom Hersteller Alde dazu. Kannst du uns irgendwas dazu sagen? Ja, es scheint da irgendein Problem mit dem Boiler zu geben. Bei manchen Heizungen, also wir sprechen ja von der 3020. Richtig. Und diese 3020 ist irgendwie anfällig in dem Bereich. Was da genau ist, wissen wir leider auch nicht. Aber es ist dann so, dass eben dort eine Undichtigkeit ist. Heißt, du kannst die Heizung nur tauschen und ja, dann ist der Fehler behoben. Ob das eine Schweißnaht ist, die nicht sauber ist, ob da eine Wandung irgendwie zu tun, das kann ich nicht sagen. Aber ja, das Problem ist bekannt und ist nicht ganz glücklich. Auch für uns als Hersteller natürlich immer ein blödes Thema, weil ja, der Kunde natürlich nicht zufrieden ist, wir nicht zufrieden sind, wir daran arbeiten müssen, die Sachen aus- und einbauen müssen. Naja, und ja, das ist immer schwierig zu handeln im Moment. Ja, gut, okay, ist für alle Seiten nicht befriedigend, aber können wir nicht ändern. Ist auch wohl nicht bei jeder Heizung so, sondern es gab wohl eine Charge, wo das nicht so in Ordnung war. Und ja, gut. Jetzt wollen wir aber noch über andere Dinge sprechen. Und zwar, unser Fahrzeug ist jetzt ein Jahr alt und da muss es zur Wartung hin, zu euch. Was wird da eigentlich gemacht? Ich habe gehört, also vom Werkstattleiter, 3 Tage braucht ihr dazu. Hallo, 2 Wasser? Ja, dankeschön. Dankeschön. Ja. Ja, genau. Also wir checken das ganze Fahrzeug. Ja. Das, was nicht das Chassis angeht. Das Chassis, in dem Fall MAN, lassen wir bei der Niederlassung, in dem Fall MAN-Niederlassung Osnabrück machen. Oder der Kunde fährt halt zu seiner Niederlassung vor Ort, wo er am Wohnort. Ansonsten, ja, was checken wir? Wir checken den Aufbau, wir checken die Dichtigkeit, wir checken Fenster, wir checken eine Klimaanlage, wir checken Batterien, wir checken, ist ein Update erforderlich, meinetwegen beim Victron ein Ladegerät. Diese ganzen Sachen werden gecheckt, inklusive Möbelcheck, so nennen wir den. Ja. Das heißt, manche Sachen müssen auch mal nachgestellt werden, die sich einfach dann über ein paar Kilometer gesetzt haben. Und da kann man dann sagen, da geht man ran und stellt es nach und zumindest wird es geprüft. Ja. Gut, okay. Dann habe ich ja diese elektronischen Spiegel, Rückspiegel, Außenspiegel. Ich weiß jetzt nicht, wie ist es? Baut ihr die jetzt immer ein? Ich habe jetzt bei den neuen Fahrzeugen gesehen, dass sie überwiegend mit diesen elektronischen Spiegel ausgerüstet sind. Ja, also eigentlich sind wir mittlerweile bei 100%, dass wir diese Mirror Cams, so heißen sie, verbauen. Das hat damit zu tun, dass das einfach eine super Technik ist. Ja. Du hast es mir auch schon erzählt, dass es gut zu handeln ist. Es ist sicherer damit zu fahren. Man hat keinen toten Winkel in dem Sinne wie beim normalen Spiegel mehr. Und ich finde, das macht es super angenehm. Hinzu kommt noch, dass man dann bei diesen Fahrzeugen ja noch weniger Windgeräusche hat, weil du keine Spiegel mehr hast. Ich musste mich erst an die Optik so ein bisschen gewöhnen, weil man über Jahre diese Buschspiegel verwendet hatte. Und deswegen musste man sich da im Moment dran gewöhnen. Aber das war auch damals so, als wir diese nach vorn gebauten Spiegel dann verwendet hatten. Da musste ich mich auch erst dran gewöhnen, von diesen seitlichen zu den vorderen, an diese Optik. Und mittlerweile gefällt es mir richtig gut. Man sieht es hier im Hintergrund. Ich finde, die Autos sehen schnittig aus. Sie sind, ja, ich finde, es passt zu der Gesamtoptik. Und wie gesagt, wenn die Technik dann noch so gut ist und man sich super fühlt, die Sicherheit gegeben ist, ist das eigentlich ein tolles System. Und man wird in einiger Zeit, in ein paar Jahren, gar nicht mehr von Spiegeln sprechen. Richtig. Jetzt bin ich hier auf der Messe bei einem Stand gewesen, die rüsten sowas nach. Die haben da auch diese Spiegel und bauen die mechanisch an und verdrahten das Ganze auch und. Gibt es bei euch sowas auch oder wird das nur bei Neufahrzeugen eingebaut? Nein, wir haben schon ältere Fahrzeuge umgerüstet auf dieses System. Das ist machbar, das ist denkbar.
Und nein, gar kein Problem, kann man machen. Okay, gibt es da nur ein Fabrikat oder habt ihr da mehrere im Angebot? Es gibt verschiedene Hersteller. Das ist zum einen Olaco Stone Ridge. Das System sehen wir hinten. Bei dem Vario Perfect wird der verbaut. Bei deinem Fahrzeug ist ein System von Acol verbaut, ein spanischer Hersteller. Und dann gibt es noch ein System von Camos. Das haben wir jetzt auch im Test an einem anderen Fahrzeug, wo wir selber damit unterwegs sein wollen, um die verschiedenen Systeme einfach zu testen. Ja, manchmal ist das Bild bei dem einen schärfer und besser. Die Bedienung ist bei dem einen irgendwie vorteilhaft. Diese Innenmonitore finde ich immer wichtig, wenn die toll aussehen und irgendwie zu den restlichen Sachen passen. Naja, und deswegen probieren wir da schon ein bisschen was aus und wollen dann am Ende das Optimum finden und das dann nachher weiter verbauen. Ja. Wunderbar, Heiko. Das soll es im Moment erstmal gewesen sein. Danke dir für deine Ausführung und wünsche dir weiterhin einen guten Messeverlauf. Vielen Dank. Ja. Bis dann. Jo. Später werde ich noch jemand befragen zum digitalen Spiegelersatzsystem und da geht es dann um Nachrüstung. Die Campingmesse ist ja sehr vielfältig hier in Düsseldorf. Es gibt hier nicht nur Luxusliner, sondern auch sehr außergewöhnliche Campingfahrzeuge, die man sich dann hier auch ansehen kann. Die Messe in Düsseldorf hat 16 Hallen und hier sind 700 Aussteller, die ihre Produkte hier zeigen und anbieten. Auch in diesem Jahr haben wir wieder viele Neuzulassungen bei Freizeitfahrzeugen. Es sind von Januar bis Juli ca. 70.000 Camping- und Freizeitfahrzeuge neu zugelassen worden. Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein großes Angebot an Wohnwagen und zwar jetzt auch im Offroad-Bereich oder für den Offroad-Bereich kann man sich einiges hier ansehen. Die Messe ist ähnlich gut besucht wie im letzten Jahr. Bei Halbzeit, also am Mittwoch, bis dahin waren ca. 150.000 Besucher hier auf der Messe. Wir haben ja vor kurzem für die Familie einen Weinsberg Pepper gekauft, einen gebrauchten. Deshalb sind wir hier auch mal auf diesen Stand gegangen von Weinsberg und haben uns ein bisschen umgeschaut. Der Pepper soll ja, so wie ich gehört habe, ein Kultmobil sein. Uns hat jetzt so ein bisschen der Preis interessiert. Wir haben ja für unseren Gebrauchten, der 6 Jahre alt ist, 50.000 € bezahlt. Hängt natürlich alles auch stark von der Ausstattung ab. Und hier kostet so ein Neufahrzeug jetzt 74.000 €, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt nochmal zum Thema digitales Spiegelersatzsystem. Da habe ich jetzt einen Fachmann und den befrage ich dazu mal. Ja, ich stehe hier vor dem Stand von Karatec und neben mir steht der Geschäftsführer, wenn ich das richtig weiß. Ja, ich darf dich mit du ansprechen, haben wir uns geeinigt. Harald Schäfer lese ich auf deinem Schild. Harald, mich interessieren hier die Spiegel, das heißt, das sind ja elektronische Spiegel, oder ich weiß nicht, wie nennt man die genau? Ja, Spiegelersatzsystem. Hört sich ein bisschen sperrig an, aber was Besseres ist uns dann tatsächlich auch nicht eingefallen dafür. Aber das heißt offiziell Spiegelersatzsystem. Ja. Ihr baut sowas ein und habt ihr da verschiedene Händler, die sowas anbieten oder wen gibt es da, der solche Spiegel anbietet? Aktuell ist es so, dass man es bei uns in Landau im Service Center einbauen kann, weil es geht ja nicht nur um den Einbau und die Kalibrierung, sondern es geht darum, dass eben das System auch vom TÜV eingetragen wird. Das heißt, die Originalspiegel müssen ja ausgetragen werden, das muss eingetragen werden. Und das machen wir aktuell eben nur in Landau. Geplant ist es, dass wir es künftig auch Händlern anbieten, wenn sich das mal eingeschwungen hat, wenn wir ein paar TÜV-Abnahmen gemacht haben damit die das eben auch bundesweit einbauen können. In welche Fahrzeuge kann ich sowas einbauen? Das funktioniert eigentlich in alle integrierten, natürlich auch Liner, aber angefangen auch mit einem, sagen wir mal, Frankia voll integrierten, kann man das schon machen. Also alles, was ein voll integrierter oder ein Liner ist. Also Teilintegrierte wird und Kastenwagen wird schwierig. Genau, auch Alkoven. Ich selber habe einen Alkoven, da funktioniert das auch nicht. Alleine schon deswegen, weil ich ja die großen Monitore habe, die müssen an die A-Säule montiert werden und dann sehe ich ja irgendwann nichts mehr durch die Scheibe. Und da bietet sich das halt an mit diesem großen Armaturenbrett, was ich bei Linern habe und bei vollintegrierten habe, dann passt das prima in die Ecken rein. Auch hier, wenn ich das sehe, haben wir oben ja den normalen Kameraausschnitt und unten haben wir einen Weitwinkel.
Genau, so ist das. Und wir haben auf der rechten Seite dann noch für den Blindspot, das ist eine Option, nochmal einen zusätzlichen Monitor. Das heißt, einmal sehe ich das, was ich normalerweise auch in den Spiegeln sehe, ein bisschen geteilt, in so einem geteilten Spiegel auch, also mit diesen beiden Bildern. Und drüben haben wir noch einen Monitor, wo man eben dann auch den Blindspot nochmal sehen kann, also diesen Bereich, wo ein Fahrradfahrer sich verstecken kann. Das Ganze könnte man jetzt noch mit einer 360-Grad-Kamera ergänzen, oder macht das keinen Sinn? Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Es sind unterschiedliche Anwendungen. Wir hatten hier auf der Messe auch schon Leute, die haben gesagt, was ist besser? Es ist nichts besser, sondern es ist was völlig Unterschiedliches. 360-Grad-System ist eher mal zum Rangieren, zum Rückwärtsfahren. Und das Spiegelersatzsystem ist ja was so die normalen Spiegel ersetzt mit ein paar Vorteilen, die ich habe. Eben nicht mehr diese ausladenden Spiegel, eine bessere Nachtsicht. Ich sehe auch was, wenn die Seitenscheiben beschlagen sind beispielsweise. Also wir können das auch miteinander kombinieren. Und vorne noch eine Kamera zu montieren, macht ja dann eh noch Sinn, weil ich ja mit diesem Spiegel das sehe, was ich mit Spiegeln auch sehe, aber eben nicht vor dem Fahrzeug. Können wir aber auch kombinieren dann mit diesem Monitor für den Blindspot beispielsweise, hat noch mehr Eingänge, um den vorderen Bereich auch noch abzudecken. Also kann man das jetzt, kann man sagen, ab sofort bei euch einbauen lassen? Genau, wir haben leider ein bisschen Vorlaufzeit bei uns in Landau, aber grundsätzlich kann man ab sofort einen Termin machen und den Einbau beauftragen und das bei uns machen lassen. Wunderschön. Danke dir, Harald. Sehr gerne. Es gibt ja auch einen Außenbereich hier auf dem Messegelände mit vielen Ausstellern und es gibt hier viele Stände, wo man essen und trinken kann. Ich möchte mit diesen Bildern das Video erstmal abschließen hier von der Messe in Düsseldorf. Es wird von mir noch ein weiteres Video geben, wo ich dann wieder über die Messe berichte. Bis dahin sage ich erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.